8000 McDonald's Kalorien Challenge. Ganze alles aufessen, nur mit McDonald's Frühstücksprodukten. Richtige Enttäuschung. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einer neuen Folge. Wir sind heute bei McDonald's und feiern natürlich das ELF-Finale in Stuttgart. Ich bin nämlich in Stuttgart, wurde eingeladen von der ELF, European League of Football. Und da dachte ich mir, wisst ihr was, wir müssen mal was machen, was früh stattfindet. Und McDonald's habt ihr euch schon lange gewünscht. Ich habe das Frühstück hier noch nie probiert. Wir haben letztens die 7000 Kalorien Challenge geschafft mit Yannick the Giant, dem größten Mann Deutschland. Und deswegen steht jetzt die 8000 Kalorien Challenge an und da machen wir jetzt wirklich eine 8000 Kalorien Challenge nur mit McDonald's Frühstücksprodukten. Das heißt, ihr werdet gleich das Ganze in einem Snackstadion sehen, das ich noch organisiert und aufgebaut habe, denn die NFL hat auch angefangen jetzt an dem Wochenende bzw. vergangenes und jetzt wisst ihr was, ich habe Hunger, wir stehen vor Mc's, bis 10:30 Uhr gibt es das Ganze nämlich nur und wir bestellen jetzt nicht nur die ganze Speisekarte, sondern das Ganze teilweise auch doppelt, damit wir auf die 8000 Kalorien kommen. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go. So Leute, wir bestellen natürlich am Terminal, das heißt zum Mitnehmen, denn wie ich es ja eben bereits erwähnt habe, ihr werdet es gleich sehen, wir haben ein Hotelzimmer, eine kleine Suite sogar, die wir in Stuttgart gebucht haben und da haben wir das Ganze aufgebaut, denn bei Mac ist es immer ein bisschen schwierig zu filmen, damit die Leute hier nicht gestört werden und ich sag mal, auch wir nicht, haben wir das Ganze im Hotel aufgebaut, gehen auf die Frühstücksprodukte, wie gesagt, das gibt es nur bis 10:30 Uhr. Ich habe mir das Ganze schon rausgesucht auf dem Handy, weil die Kalorien, Nährwertangaben, die werdet ihr gleich auch später eingeblendet sehen, habe ich mir schon auf dem Handy aufgeschrieben, dass ich weiß, was wir bestellen. Wir bestellen natürlich einmal den McMuffin. Einzeln, zack, rein da. Dann gibt es den McMuffin Sausage and Egg, den gibt es auch einmal, zack, rein da, in den Warenkorb zur Bestellung hinzufügen. Dann bestellen wir zweimal den McMuffin Fresh Chicken, den will ich nämlich gerne zweimal probieren, der hat 362 Kalorien und angeblich eine neue Rezeptur. McMuffin Egg bestellen wir auch mal, ich habe es wie gesagt noch nie probiert, auch davon nehmen wir mal 2 mit, um auf die Kalorien zu kommen. Dann wird so, finde ich, richtig interessant, weil das glaube ich die Sachen sind mit den meisten Kalorien, McWrap, Rührei und Cheese. Ich habe tatsächlich noch nie einen Wrap mit Rührei gegessen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es macht. Rührei Cheese, bin ich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir noch einen Wrap, der ist tatsächlich mit Bacon. Da nehmen wir einen mit. Dann haben wir hier, seht ihr, 3 verschiedene Big Morning Brötchen, sage ich mal, die holen wir uns jetzt alle 3 direkt im Warenkorb. Bei dem letzten Big Morning Egg, ganz wichtig, den nehmen wir nämlich zweimal mit. Dann kommen wir Richtung McToast, auch die habe ich noch nie gegessen. Davon nehmen wir mit dem McToast Cheesy Bacon, nehmen wir gleich 2 Stück wieder. Toast Cheese, also einfach ohne das klassische Bacon, nehmen wir einmal mit, zur Bestellung hinzufügen. Und dann kommen wir nämlich zu den, ich sag mal, auch noch süßen Sachen, auch die gibt es nämlich hier. Und zwar Pancakes, ihr seht es, einmal in 6er, einmal in 12er. Die 6er brauchen wir nicht, weil es sind die gleichen Pancakes, aber wir nehmen zweimal die 12er mit, das heißt 24 kleine Pancakes. Und dann haben wir tatsächlich nur noch unseren Abschluss, einen Buttercroissant und ein Franzbrötchen. Und das, was ich zum Beispiel gar nicht mit eingerechnet habe, die Kalorien lassen wir auch quasi leer, ist einmal Nutella, können wir schön mit unserem Croissant nehmen und die andere Hälfte nehmen wir eine Erdbeermarmelade mit Konfitüre. Dann sind wir auf jeden Fall safe mit den Kalorien. Wie gesagt, das lassen wir mal ausgerechnet, aber ihr wisst ja, was darf auf dem Kanal nie fehlen. Und wenn wir schon hier sind, ein kleines Dessert, deswegen würde ich sagen, neben dem Frühstück, was jetzt die 8000 Kalorien damit voll sind, schauen wir mal, ob ich das Ganze überhaupt schaffe und wenn, kommt nachher noch ein kleines Dessert. Und ich weiß nicht, was würdet ihr jetzt beispielsweise nehmen? Wir haben jetzt Donut, Muffin oder halt einen Cookie. Wir können natürlich von jedem eine Sache mitnehmen, aber wir wollen es auch heute nicht zu sehr ausreizen, denn wir sind immerhin noch bei den 8000 Kalorien. Ich würde sagen, wir nehmen einfach, weil er fancy aussieht, den Cookie Duff Donut mit. Und ich würde sagen, wir nehmen noch einen Blaubeermuffin. Und damit sollten wir safe auf die 8000 Kalorien kommen, denn ich habe es mal früher gehabt, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, McDonald's hat bei mir mal früher das eine oder andere vergessen einzupacken und wenn das jetzt hier passiert, haben wir vielleicht noch mal 1, 2 Sachen in der Hinterhand und damit würde ich sagen, kommen wir auf 70,78 €, Warenkorb ansehen, Bestellung abschließen und damit haben wir unsere Bestellung von über 70 € McDonald's, 8000 Kalorien Frühstück. Wir haben es jetzt 9:58 Uhr, ich bin mal gespannt, wie lange die brauchen. So Leute, unser Paket ist da. Einmal das komplette Frühstück und dann, ich sag mal, die 2, 3 Dessertsachen. Es wurde gesagt, es ist alles drin. Ich habe zweimal nachgefragt, aber dafür haben wir die Dessertsachen noch mit und mein Bruder ist ja mit dabei. Und er hat gesagt, sollten die wirklich was vergessen haben und wir kommen nicht auf die 8000 Kalorien, hat er noch eine kleine Tüte mit 2, 3 Sachen. Also, ich würde sagen, wir sind vorbereitet und damit lasst uns schnell rein, denn ich will das eine oder andere noch warm probieren, weil gerade das Rührei und so könnte vielleicht dann doch ganz gut schmecken. Deswegen ab ins Hotel, 10 Minuten Fahrt, lasst uns aufbauen und dann gehen wir rein in die Challenge.
Leute, damit ist es soweit. Ihr seht, es ist angerichtet. Der Touchdown, beziehungsweise wir wollen den Touchdown heute natürlich erreichen, indem wir das Ganze alles aufessen. Ich feiere es einfach, sowas zu zelebrieren mit euch. Und vielen, vielen Dank an Stuttgart Search, die uns das Trikot auch zur Verfügung gestellt haben. Und damit würde ich sagen, gehen wir nicht nur rein in das epische ELF-Finale, rein in den NFL-Start, sondern rein in diese 8000 McDonald's Kalorien-Challenge. Auf geht's in die nächste Kalorien-Challenge. 8000 Kalorien warten und das nur mit McDonald's-Frühstück, passend zum NFL-Start dieses Wochenende und zum ELF-Finale, wo wir uns gerade befinden in Stuttgart. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger. Let's go. Toast würde ich gerne anfangen. Das sind so kleine Sachen. Da gibt es, glaube ich, einmal das in einfach und einmal ein Bacon. Da, Bacon habe ich zweimal. Dann wisst ihr was. Nee, ich nehme erstmal ein Bacon. Also man muss ja schon ehrlicherweise sagen, macht das Ganze jetzt nicht viel, ne? Also es sieht jetzt nicht appetitlich aus, muss man sagen. Aber wir beißen mal zusammen rein. Also, ich sage Real Talk, das schmeckt überhaupt nicht. Also das, ich muss euch ehrlicherweise sagen, ist gerade eine richtige Enttäuschung für mich. Aber es ist, glaube ich, das kleinste von allen. Ja, das Essen ist warm, aber es schmeckt überhaupt nicht. Das Einzige, was ich euch sagen muss, und da nehme ich McDonald's jetzt definitiv in Schutz, wie ich auch sonst immer Lieferdienst in Schutz nehme, wenn mir jemand sagt, ey, ich habe das und das probiert. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn man es gerade frisch bekommt und nicht, ich sag mal, packen mit nach Hause, wisst ihr selber. Aber jetzt gerade, also zum Snack mit nach Hause Frühstück, muss ich sagen, schmeckt das schon mal nicht so geil. Aber wir gehen jetzt rein in McMuffin Egg. Das schmeckt definitiv schon besser. Erinnert mich so ein bisschen an Ciabatta-Brot. Also das würde ich mir definitiv nochmal holen. McMuffin Egg, das hat mir gut geschmeckt, diesen McMuffins vom Brot her. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den, was war hier? Das ist ein Big Morning Egg, also ein Ei, das rausguckt. Aber mehr ist es da noch nicht. Probieren wir. Boah. Also ja, das ist ja richtig am Tropfen, das ist ja wie ein Burger. Boah, sage ich euch ganz ehrlich, schmeckt wie ein Brötchen, also ist ein Brötchen, ein Aufbackbrötchen und in der Kombination mit einem Versuch von Burger, würde ich sagen. Also überzeugt mich nicht. Also der Big Morning Egg war jetzt nicht so geil. Was haben wir hier noch? Pancake. Ich nehme mal ein Pancake. Oh, die fühlen sich aber schon sehr hart an. 12 Pancakes von McDonald's, haben wir jeweils 2 Stück. Habe ich so schön, wisst ihr, so einen schönen Football, so einen Pieks habe ich genommen. Und dazu gibt es einmal Schokosoße und einmal Karamellsoße, kann man sich auswählen. Dadurch, dass wir natürlich mehrere Pancakes haben, also so ist dann die Schokosoße, haben wir natürlich auch von jedem 2. Probieren wir. Okay, das finde ich schon wieder geil, weil das ist eine schöne Spielerei. Ist das eine Enttäuschung? Boah, ich habe noch nie so was Schlechtes gegessen. Real Talk. Boah, die sind knüppelhart, die Dinger. Leute, Real Talk, also das kannst du nicht Pancakes nennen. Ich meine es wirklich ernst. Aber Leute, ihr wisst, ich feiere sehr gerne Essen, ne? Aber die sind knüppelhart, die Dinger. Also ich will jetzt nicht sagen, das liegt daran, weil wir das mit nach Hause genommen haben ins Hotel. Aber das waren jetzt auch maximal 15 Minuten und die sind knüppelhart, ne? Karamellsoße. Richtige Enttäuschung. Dann probiere ich mal den McMuffin Chicken. Also, dann gehen wir mal in den rein, ne? Mit ein bisschen, tja, McMuffin Egg. Chicken sehe ich jetzt nicht. Sehe ich jetzt wirklich nicht. Aber gehen wir da mal rein. Also diese McMuffins sind die einzigen Sachen, die ich sage, die schmecken bisher. Ich bin mal auf die Wraps gleich gespannt. Jetzt gehe ich mal in einen Wrap rein. Eigentlich habe ich da auch eine große Hoffnung drin, ne? Weil ich ein Wrap-Fan bin und dann mit Egg und Cheese. Also da habe ich eine große Hoffnung drin. Ich hoffe, es ist nicht noch eine Enttäuschung. So, dann haben wir hier den Wrap. Probieren wir mal mit Cheese und Egg. Vor allem, wenn man schon sieht, Leute, jetzt mal keinen Scheiß, ne? Da braucht man erstmal 1000 Jahre, bis da überhaupt was kommt. Da ist ja nur Brot am Anfang. Da ist nur Brot, da ist nix. Also das ist, ich weiß nicht gut. Einfach nur Brot jetzt gerade. Der schmeckt definitiv gut. Was halt geil ist, man hat Salat drin,
Dann diese Soße, die auch vorhin bei dem Körnerbrötchen war und das Ei dazu. Aber wir brauchen nicht viel reden von der Masse her. Also was da drin ist, ne, bis man da mal hinkommt, ist zu wenig. Aber vom Geschmack her ist gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die nächsten Sachen und testen uns noch ein bisschen durch. Ne? Gehen wir jetzt hier rein in den nächsten McMuffin Egg. McMuffin Egg, ja. McMuffin Fresh Chicken. McMuffin Fresh Chicken. Nehmen wir doch uns den hier. Hier ist übrigens jetzt das Fresh Chicken mit quasi, ich denke mal, das ist wie so eine Art Chicken McNugget, was drüber ist. Ist quasi ein Chicken McNugget auf einem McToast, ne, mit Käse. Wir haben ja noch hier von diesen, boah, die waren ja richtig schlecht. Von diesen McToast müssen das sein. Also ich weiß nicht, was gerade schlimmer ist, ne? Also ob die Pancakes, das hier. Also wie gesagt, die Wraps, top. Also sind okay. Aber die McToast hier, weiß ich nicht. Dann wollt ja mehr von euch, dass ich mal ins Franzbrötchen reingehe. Womit ist denn Franzbrötchen nochmal? Ist das nicht sogar mit Zimt? Also das ist richtig, richtig geil. Richtig, richtig schöner, ich sag mal, Teig. Und dann Zimt dazu. Ich liebe ja sowieso Zimt. Aber das muss ich euch ehrlicherweise sagen, richtig schön weich, richtig schön matschig. Boah, das ist geil. Und das schmeckt wirklich gut. Probier jetzt mal das Croissant dazu. Aber, da sind wir Feinschmecker hier. Das schneide ich mir jetzt mal auf. Eine Hälfte mit Nutella, eine Hälfte mit Konfitüre. So, nehmen wir uns mal hier die Erdbeermarmelade. Frisch, ne? Frische Erdbeermarmelade. Wer kennt es nicht von McDonald's, die frische Erdbeermarmelade. Und dann gehen wir mal rein ins Buttercroissant. Ja. Also das ist ähnlich wie das Franzbrötchen, das schmeckt gut. Das letzte McToast, diesmal mit Bacon wieder. Aber bis auf, dass man den Bacon halt schmeckt, schmeckt es sonst gar nicht. Sausage Egg, Sausage mit Wurst. Ach, den mit Wurst, den habe ich noch gar nicht gegessen. Also gehen wir mal in den Sausage Spiegelei rein. Auch der sieht, ich sag mal, jetzt nicht so geil aus. Also das Wurstding schmeckt aber auch nicht geil. Aber muss ich schon sagen, ist jetzt auch so kein tolles Erlebnis. Jetzt mache ich wirklich die Pancakes leer, damit wir auch unseren Kalorientracker auf YouTube so ein bisschen damit voll machen können. Nehme mir so ein bisschen die Soße. Ich weiß nicht, ob gut oder schlecht, die Karamell- und Schokosoße. Aber die machen wir jetzt rein mit den Pancakes. Ich glaube, selbst wenn ich hier dreckig werde, wie ich es oft sage, und die Karamell- und Schokosoße mischen würde, ich glaube, selbst das macht es nicht besser. Big Morning Farmer, gehen wir mal rein. Ich glaube, das ist auch wieder mit so, ja, das ist wieder so ein Mehrkombrötchen. Der Big Morning Farmer. Da muss ich wieder aufpassen wegen der Soße. Tatsächlich so ein Mehrkombrötchen, ne? Und dann mit so einem Patty. Sausage Patty. So, damit haben wir den nächsten Big Farmer soweit durch. Ein Big Farmer ist noch hier, ne, zwei sogar. Big Farmer Chicken und nochmal ein Big Farmer Chicken. Dann nehmen wir uns den ersten Big Farmer Chicken auch nochmal vor. Ist aber, glaube ich, ähnlich wie gerade. Ist einfach so ein, halt, wie man es kennt, so ein Chicken McNugget da drin. Ich würde sagen, dann gehe ich nochmal in McMuffin Egg rein. Wie gesagt, im YouTube-Video haben wir nachher den Überblick, wo dann genau gezählt wird. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, aber es sind definitiv mehr. Es sind 8000 Kalorien, die wir bestellt haben. Und ich glaube, die haben wirklich mehr reingetan. So, nächster McMuffin weg. Damit würde ich sagen, Big Morning haben wir noch da. Ich mache noch hier ein McMuffin Egg weg. Dann haben wir von jedem McMuffin nur eins. Dann gehe ich in die Wraps rein, würde ich sagen. Aber diese McMuffins, die sind okay. Ne? Also das ist wirklich so, wo ich sage, boah, wenn man wirklich nichts anderes gerade hat bei McDonald's, irgendwie, man hat Hunger auf irgendwas Frühstück, ne? Dann gehen die. Weil das sind so, kennt ihr diese Golden Toast? Ich glaube, das sind die. Diese Golden Toast, die man sich so warm machen kann. Ich glaube, das sind die. So weich sind die dann auch. Aber es stopft trotzdem, ne? Darf man nicht vergessen. Ich glaube, so die knappen 6000 Kalorien haben wir jetzt auch schon fast drin, ne?
zwischen 5 und 6. Ich nehme jetzt einen Wrap. Ich hatte ja gerade mal den Cheese. Jetzt nehme ich mal den Bacon, weil der ist ja auch noch hier. Auch hier, ne? Also ohne Witz, das ist die einzige Enttäuschung bei den Wraps, ne? Schaut mal hier. Da ist einfach nichts drin, bis man wohin kommt. Also da ist nur wirklich dieses Weizentortilla-Ding. Einfach nur Brot am Anfang. Wahnsinn. Ich glaube, ich gehe erstmal in den nächsten McMuffin hier rein. So, McMuffin, Egg wieder. Es nähert sich tatsächlich langsam dem Ende. Ich überlege gerade, wo ich jetzt reingehe. Ich glaube, ich nehme so ein Big Morning. Boah, aber die 8000 Kalorien sind heavy, Leute. Also 8000 Kalorien McDonald's ist schon heavy mit Frühstück. Man merkt schon, dass es stopft. Langsam wird mir auch ein bisschen wärmer, muss ich sagen. Vor allen Dingen alles Brot, ne? Das ist es. Das ist, glaube ich, das, was man so unterschätzt. Dann haben wir unseren letzten McMuffin, den wir noch reingehen mit Fresh Chicken. Dann gehen wir da noch rein. Haben wir auch soweit durch. Das letzte Herzhafte ist quasi der McWrap. Nochmal. Der mir mit am besten geschmeckt hat, aber auch mit das mächtigste ist. Weil es natürlich auch so riesig ist. Vor allen Dingen, da seht ihr, ist auch der letzte wieder nur Brot, ne? Nur Brot. Wahnsinn. Bis am Ende mal das, ich sag mal, wirklich auch noch angenehme kommt, was man gut essen kann. Also Leute, ich bin schon echt gut. Also, wenn ich sagen würde, ich hätte noch Hunger, wäre das definitiv gelogen. Damit haben wir aber die herzhaften Sachen durch. Ich gehe jetzt noch in die kleinen Schlawiner rein. Das sind die 12 Pancakes. Hier mit Soße. So Leute. Damit gehen wir auch in den letzten Pancake rein. Und nehmen den nochmal mit schön Schokosoße. In Anführungsstrichen schön. Und haben dann auch, ja, die Pancakes soweit durch. Dann ist jetzt nur noch von den 8000 Kalorien hier übrig ein Franzbrötchen und ein Croissant mit Nutella. Und wie gesagt, die schmecken gut. Ja, kann man nichts sagen. Ist ja schon ein schöner Abschluss, ne? Bevor wir noch zum Dessert kommen, haben wir noch hier das Croissant mit 15 Gramm Nutella. Das interessiert mich jetzt mal, weil ich hätte jetzt das Croissant für einen richtig Foodporn, hätte ich jetzt noch mit Butter bestrichen. Damit haben wir, wenn ich mich nicht hier vergucke, in einer Stunde und 7 Minuten das 8000 Kalorien McDonald's Frühstück geschafft. Halleluja. Ich würde sagen, es war geil, wie ich oft so gern sage. Aber das war es diesmal definitiv nicht. Also sehr enttäuschend. Ich hatte mir echt mehr erhofft. Ich habe aber noch 2 Desserts mitgenommen. Bin da jetzt mal drauf gespannt. Ich glaube, es ist ein Blaubeermuffin. Das sind ja die Sachen, die es bei McCafé gibt, ne? Die zählen nicht zu den Frühstücksprodukten, aber die gibt es bei McCafé. Und das nehme ich mir jetzt einfach als Dessert, weil ihr wisst, es gibt ja hier immer Dessert. Deswegen probiere ich mit euch mal zusammen so einen Blaubeermuffin. Mal schauen, was der kann. Mal schauen, was der kann. Ich gehe nochmal weiter in die Mitte, denn ich hoffe, es wird besser. Ist das eine Enttäuschung, ne? Ey, ohne Witz. So wie es angefangen hat, so endet es auch. Das ist eine richtige Enttäuschung. Boah. Also selbst der Muffin schmeckt nicht. Aber jetzt die letzte Hoffnung. Die letzte Hoffnung. Erinnerung an ein YouTube-Video, was morgen erscheint. Ein Donut. Ein Schokodonut. In den gehen wir mal rein. Also ich würde jetzt lügen oder würde jetzt nicht sagen, der schmeckt nicht. Aber ich habe ja jetzt wirklich erst vor 3 Tagen 30 Donuts gegessen. Ne? Das YouTube-Video kommt morgen, der Donut Tower. Die alle selbst gemacht waren. Und natürlich, und da sind wir dabei, eine ganz andere Nummer waren jetzt als der. Also der schmeckt gut, muss ich wirklich sagen. Der schmeckt wirklich gut. Der ist halt saftig, ne? Der ist cremig. Viel Schoki dabei. Aber wenn ich das jetzt auch mit den Donuts von Dream Donuts in Köln vergleiche, ist es auch nochmal was anderes. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau zum Vergleich von den Sachen hier. Mann.
Es war eine interessante Challenge, ich nenne es mal so. Aber mehr war es auch nicht. Also es war eine riesengroße Enttäuschung. Habe ich bisher noch nie gesagt, aber war tatsächlich so, ne? Und wie gesagt, also wenn ihr jetzt schon Cola zum Frühstück braucht, was normalerweise nicht der Fall ist, also keine Ahnung. Deswegen würde ich jetzt sagen, danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschalten, für einen geilen Livestream. Nichtsdestotrotz hat mir der Livestream heute sehr viel Spaß gemacht, weil es jetzt in dieser Hotelatmosphäre mal war, auch mit diesem Stadion. Damit, ja, danke ich fürs Einschalten. Gerne liken, abonnieren, teilen und natürlich mal kommentieren, was ihr euch in Zukunft für Kalorien-Challenge wünscht. Ich denke mal, die nächste wird mal was mit Oktoberfest sein. Die Nougat-Bits-Challenge steht ja auch noch mit Genetic One aus, aber ihr könnt es gerne mal schreiben. Ich fand das einfach jetzt mal interessant, diese McDonald's-Challenge zu machen, in Anführungsstrichen, weil mich das Frühstück interessiert hat. Jetzt im Nachhinein, gut, man weiß es nicht vorher, hätte ich auch darauf verzichten können, lieber was anderes gemacht, aber dem ist halt so. Bisher waren alle Challenges davor, muss ich immer sagen, eigentlich immer top und haben gut geschmeckt. Deswegen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Macht's gut, liebe Grüße aus Stuttgart, noch vom Hotel. Ciao, ciao.